Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Damit ein Modell realistischer wirkt, kann man diverse Techniken anwenden. Dass man dabei auch mit einfachen Mitteln gute Ergebnisse erzielen kann, das zeige ich euch im heutigen Teil der Modellbauschule. Bestimmt habt ihr im Netz schon Bilder von Modellen gesehen, die immer etwas plastischer aussehen, also mehr Tiefe haben oder bei denen gewisse Strukturen besser erkennbar sind. Das hängt damit zusammen, dass man hier einen sogenannten Wash oder Pinwash angewendet hat. Wer jetzt im Detail wissen möchte, um was es sich hier handelt, der findet ein Video dazu in der Infobox. Für heute reicht es zu sagen, dass man mit dieser Arbeitstechnik sein Modell schon sehr aufwerten kann. Man muss sich jetzt aber nicht gleich die ganzen Mittelchen der Modellbauindustrie nach Hause holen, denn für euer erstes Modell, da könnt ihr stinknormale Wasserfarbe oder Pastellkreide nehmen. Beides bekommt man gut und günstig im nächsten Bastelladen, sie stinken nicht und vor allem greifen sie die Lackierung nicht an. Hier habe ich mir jetzt schon mal so einen Wash angerührt. Dieser besteht jetzt aus schwarzer Pastellkreide, die ich mit Wasser und einem Tropfen Geschirrspülmittel verrührt habe. Letzteres bricht die Oberflächenspannung und hilft somit, dass die Flüssigkeit jetzt nicht wie Kugeln auf der Oberfläche herumsteht. Ein Video mit allen Details dazu, das gibt's in der Videobeschreibung. Tja, und mit dieser Flüssigkeit, da kann ich jetzt Tiefen in meinem Modell herausarbeiten. Und da jetzt nichts chemisch ist und sich nicht sofort in den Lack frisst, da kann ich es jederzeit mit etwas Wasser und einem Wattestäbchen entfernen. So können wir da jetzt zum Beispiel bei dem Armaturenbrett, das Radio da ein bisschen betonen. Und dazu nehme ich jetzt einfach einen feinen Pinsel und lasse davon ein bisschen was in das Radio da reinlaufen. Sollte da was daneben gehen, da kann ich das ja dann ganz einfach mit dem Wattestäbchen und dem Wasser entfernen. So. Ist jetzt zum Glück nicht passiert. Ja, und das schaut dann so aus. Also ich hoffe, man sieht es im Video gut. Jo, außerdem habe ich da an der Karosserie so kleine Schlitze. Da und da. Die wirken jetzt eher flach. Wende ich diese Technik da jetzt an, dann schauen die so aus. Und jetzt sieht man schon, wir haben jetzt mehr Tiefe und das Ganze wirkt auch ein bisschen realistischer. So einen Wash oder Pinwash, es gibt auch großflächige Washes, da schmiert man dann alles ein und putzt dann den Rest wieder weg. Das lassen wir jetzt aber für den Anfang, machen wir es so. Das kann man jetzt rüber dort einsetzen, wo man kleine Details betonen möchte. Ja, und bei der Farbwahl, da muss es jetzt nicht immer schwarz sein. Je nach Vorbild, da ist es halt braun, grau, blau und so weiter. Weiterer einfacher Trick, der euer erstes Modell etwas realistischer aussehen lässt, ist die Darstellung von abgenutzten Flächen oder Teilen. Am Unterboden, da habe ich das schon ein bisschen gemacht. Ja, da schaut es jetzt so aus, wie wenn das blanke Metall schon durchscheint. Ist in echt natürlich jetzt beim Fahrzeugunterboden nicht so toll. Aber wie habe ich diesen Effekt erzeugt? Ganz einfach und simpel mit einem Bleistift wie diesen da. Mit ihm kann ich relativ einfach über die gewünschten Bereiche gehen und so abgenutzte Metallteile, wie zum Beispiel bei Panzerketten, darstellen. Ich zeige euch das einmal schnell, das ist wirklich ganz simpel. Ich setze den Bleistift da einfach an und fahre da drüber. Kann ich auch mit dem Finger dann ein bisschen verwischen. So, dann machen wir vielleicht so. Fahren wir da drüber. Ja.
Und wenn ich ein bisschen fester drauf drücke, dann wird der Effekt ein bisschen verstärkt. So kann ich das Ganze auch ein bisschen variieren. Das kann ich jetzt überall dort machen, wo ich mir denke, oh ja, da passt es. Und weniger ist da oft mehr. Ne? Genau, und da wollte ich euch noch sagen, da habe ich auch so einen Wasch gemacht. Ne? Da seht ihr, dass der Motor schaut jetzt auch ein bisschen dreckiger aus, aber hat auch mehr Struktur bekommen. So, und als letztes, da möchte ich noch den Boden von der Fahrerkabine ein bisschen verschmutzen. Ja, schließlich steigt man ja nicht immer mit sauberen Schuhen ins Auto. Da greife ich jetzt wieder auf die Wasserfarbe oder in meinem Fall die Pastellkreide zurück. Es geht beides übrigens. Ne? Diesmal nutze ich die ganze Sache aber eher trocken und mit dem Finger. Bei Wasserfarben, da muss man vielleicht den Finger vorher ein bisschen anfeuchten. Ja, jetzt nehme ich da ein bisschen von der Farbe auf. In meinem Fall ist das jetzt einfach ein stinknormales Braun. So, habe ich das da am Finger. Und gehe damit über die gewünschte Stelle. Ja. Immer der Vorführeffekt, gell? So, jetzt haben wir es aber gleich. Nehmen wir mal auf. Jawohl. So, Beifahrerseite auch ein bisschen. Jetzt haben wir wieder mitgefahren. Jetzt ja die Gummistiefel nicht putzt. So. Damit ihr seht, dass das wirklich nur Pastellkreide ist, ich habe das jetzt einfach mit Wasser, kann man das einfach reinigen. So, und jetzt ja, schaut das Ganze auch nicht mehr so frisch aus und wirkt dadurch ein bisschen realistischer. Natürlich sind es jetzt weit noch nicht alle Techniken, die man anwenden kann. Es gibt zum Beispiel noch die Darstellung von Rost, extremen Dreck, Schlamm oder abgeblätterte Farbe. Aber alles Sachen, die ja mit der Zeit von alleine mehr oder weniger kommen. Mit den Aufgaben wächst man auch im Modellbau. Für den Anfang, ganz einfach und simpel, kann man diese Hausmittelchen aber anwenden. Einen guten Einblick zum Beispiel in die Darstellung von Rost gibt euch Sascha von Tabletop Basement. Das Video dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Fassen wir jetzt also zusammen. Als blutiger Anfänger, da kann man mit einfachen Mitteln wie Wasserfarben, Pastellkreiden oder einem Bleistift simple Effekte erzeugen, die ihr fertiges Modell realistischer aussehen lassen und eure Arbeit dadurch aufwertet. Der nächste Teil der Modellbauschule, das wird der vorletzte sein. Darin zeige ich euch dann, wie man Dickholz anbringt. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.